Wir haben als Konsumenten alle erlebt, welchen Nutzen uns das Internet mit seinen Services bietet. Wir kaufen online Fahrkarten, wir berechnen Routen, wir bezahlen per Fingerabdruck Waren und wir beschaffen und wir bekommen überall her Informationen. An all das haben wir uns gewöhnt. Viele dieser Aufgaben, die wir privat mit den Diensten im Internet lösen, stehen so ähnlich oder auch genauso in Industrieprozessen an. Dabei gilt es, zwischen zwei Arten von Trends zu unterscheiden. Die technologischen Trends und die Markttrends. Beginnen wir mit den technologischen Trends. Hier können wir zum Beispiel mit kostengünstigen, kleinen und energiesparenden Sensoren die mechanische oder die physische Welt erfassen. Wenn diese Sensoren dann mit Software ausgestattet und mit einem Netzwerk verbunden sind über Funk, Mobilfunk, Wireless LAN oder eben auch Kabel, dann können die so erfassten Daten ein Abbild erzeugen. Von der physischen Welt, der mechanischen Welt, von Gegenständen, Produkten sowie Maschinen und Anlagen. Diese technologischen Trends sind hinzugekommen zu dem, was wir aus dem Internet und seinen Services kennen. Wir nennen diese technische Dimension des Internets Internet der Dinge, IoT. Damit aber nicht genug. Es tauchen auch neue Markttrends auf. In entwickelten Volkswirtschaften wollen sich die Menschen mehr und mehr durch individualisierte Produkte voneinander unterscheiden bzw. differenzieren. Das heißt, ein Anzug wird nicht mehr alleine gekauft nach der Farbe, nach dem Geschmack oder der Größe. Vielmehr möchte sich der Konsument mit dem Produkt differenzieren. Nicht nur mit der Marke, sondern mit einem individualisierten Produkt einer bestimmten Marke. Das heißt, wir gehen jetzt weg von der Massenproduktion bzw. der Produktion, die in Massen stattfindet, aber kontrollierbar ist, hin zur exklusiven Produktion. Dafür gibt es ein Stichwort: Losgröße 1. Im besten Falle existiert das individuelle Produkt also nur einmal. Dieser Markttrend führt dazu, dass wir sehr komplexe Märkte bekommen. Denn wenn jeder Mensch etwas anderes haben möchte, dann ist der Markt komplex. Und komplexe Märkte führen dazu, dass die Organisation der Unternehmen, die diese komplexen Märkte bedienen, meistens auch sehr komplex sein muss. Mit den Diensten im Internet und im Internet der Dinge soll diese Komplexität beherrschbar werden. Sie lässt sich nicht beseitigen, denn schließlich geht es für Unternehmen primär nicht darum, Marktverhältnisse zu verändern, sondern auf sie einzugehen und erfolgreich zu organisieren. Dazu müssen gleichermaßen das Internet der Daten und das Internet der Dienste genutzt werden. Darum hat sich Deutschland das Konzept Industrie 4.0 auf die Fahne geschrieben. Es steht als Überschrift für die umfassende Anwendung des Internets, um neue Trends im Markt und der Technologie für unsere Betriebe und für die deutsche Volkswirtschaft erfolgreich zu nutzen.